So, Freunde der Nacht, heute zeige ich euch in diesem Video, was die Besonderheit von Objekten in meiner Lieblingsfarbe Schwarz ist und wie ihr damit auf einfache Art und Weise ein sehr spannendes und fesselndes Foto erstellen könnt. Schwarz ist eine besondere Farbe. Entweder man liebt sie oder man kann mit dieser unbunten Farbe einfach nichts anfangen. Ist es überhaupt eine Farbe oder eher ein Helligkeitseindruck? Was macht aber die Faszination von Schwarz, dieser dunkelsten aller Farbe, aus? Ist es die Abwesenheit alles Bunten oder ist es eher ihre minimale Art? Und was macht die Farbe Schwarz mit der Form eines Objekts? Wie verhalten sich schwarze Gegenstände, gerade schwarze Uhren, wenn wir sie richtig fotografieren wollen? Und damit fangen wir direkt mit dem ersten Schritt an. Schritt Nummer 1 für ein stimmungsvolles, dunkles Foto ist die Auswahl des richtigen Objektes. Da wir ja heute eher ein stimmungsvolles und von der Farbe Schwarz dominiertes Foto erstellen wollen, sollten wir schon bei der Auswahl der Objekte darauf achten, dass sie erstens eine Geschichte erzählen können und zweitens wirklich schwarz oder dunkelgrau sind. Sollten diese Objekte trotzdem einige Farbakzente besitzen, lohnt es sich darauf zu achten, dass sie nicht zu sehr ins Auge springen und harmonisch zum Bild passen. Wenn man es sich jetzt etwas einfacher machen möchte, sollte man bei der Auswahl der Objekte eher matte Oberflächen bevorzugen, da schwarz glänzende Oberflächen einfach schwieriger zu fotografieren sind und Staub und Fussel magisch anziehen. Oder ihr seid mutig und versucht es mal mit einem schwarz glänzenden Objekt. Das ist aber wirklich nur etwas für sehr geduldige und furchtlose Kandidaten. Ich habe mich heute zum Beispiel für schwarze Uhren entschieden, da schwarze Uhren für mich einen besonderen Reiz haben und wir mit ihnen ein sehr schönes schwarzes und reduziertes Bild gestalten können. Kommen wir nun zu Schritt Nummer 2, der passende Untergrund. Bei der Auswahl des Untergrundes sollten wir die Struktur und Textur beachten, was passt am besten zu unserem Foto, welche Stimmung wollen wir vermitteln und was transportiert unsere Geschichte am besten. Da wir aufgrund der Einfarbigkeit des Bildes schon ein sehr minimales und reduziertes Bild erzeugen, bekommt gerade die Struktur und die Textur des Untergrundes eine besondere Bedeutung und Aussagekraft. Ist es zum Beispiel eher ein cleanes und glattes Thema, können wir eine feinere und leicht glänzendere Unterlage wählen. Auf der anderen Seite, wenn das Thema unseres Bildes etwas rustikaler und gröber ist, können wir es auch durch einen gröberen und eher matten Untergrund verstärken. Wie bei allen Dingen, die dein perfektes Foto ausmachen, kann ich aber auch hier nur empfehlen, einfach ausprobieren, was für dich persönlich am besten funktioniert und Sinn ergibt. Ich habe mich heute für eine matte schwarze Pappe entschieden, da sie eine leichte, feine Textur hat und somit Licht und Reflexion gut absorbiert und dadurch sehr gut zu meinem Bildthema und der Textur der Uhr passt. Schritt Nummer 3, fusselfreies Arbeiten. Auf schwarzen Oberflächen fallen Staub und Fussel natürlich viel stärker auf als auf weißen oder farbigen Oberflächen. Daher kann man sich viel Arbeit in der Nachbearbeitung sparen, wenn man schon bei der Aufnahme auf einen sauberen Aufbau Wert legt. Als erstes empfehle ich euch das Arbeiten mit Handschuhen, da gerade Fingerabdrücke auf schwarzen Gegenständen viel schneller ins Auge springen als auf jedem anderen Gegenstand. Ich würde nur weiße Baumwollhandschuhe vermeiden, da sie gerne mal Fussel produzieren, die dann direkt im Aufbau landen. Zweitens könnt ihr mit einem Pinsel sehr schön die Objekte reinigen und von Staub und Fusseln befreien. Wenn ihr jetzt noch störende Elemente entdeckt, könnt ihr ganz einfach mit einem Blasebalg den Rest entfernen. Hier aber bitte auch vorsichtig vorgehen, damit der Aufbau nicht in sich zusammenfällt. Schritt Nummer 4, das passende Licht. Schwarze Objekte zu fotografieren ist besonders anspruchsvoll, daher sollten wir unbedingt auf das passende Licht achten. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass gerade schwarze Gegenstände nicht so gut auf hartes Licht reagieren bzw. die Form und Struktur der Objekte bei hartem Licht eher untergeht. Daher empfehle ich euch weiches Licht mit einem leichten Verlauf. Bei weichem Licht sollte man nur etwas aufpassen, dass es nicht zu gleichmäßig und überall im Bild gleich stark wirkt, da es sonst das Bild etwas langweilig und flach erscheinen lassen kann. Hier ist es hilfreich, entweder mit einem Verlauf zu arbeiten, indem man die Diffusionsfläche und die Lampe getrennt voneinander einsetzt und so einen Verlauf auf der Diffusionsfläche erzeugt. Sinnvoll ist es manchmal auch, wenn ihr einfach Pappen vor die Lichtquelle positioniert, damit nicht überall das weiche Licht hinkommt. Nachdem ihr das weiche Licht so eingesetzt habt, wie es euch am besten gefällt, könnt ihr noch mit einem Aufheller auf der Schattenseite etwas Zeichnung in eure Objekte bringen. Der 5. Schritt ist der passende Blickwinkel und die passende Brennweite für euer Foto. Tatsächlich gibt es hier keine Vorgaben und ihr könnt wild mit den verschiedenen Bildwinkeln und Brennweiten spielen und herausfinden, was für euch und für die Geschichte des Bildes am besten funktioniert. Gerade Weitwinkel- oder Superweitwinkelobjektive können hier einen dramatischen Effekt haben. Ihr sollt dabei nur beachten, dass ihr viel schneller an die Grenzen eures Aufbaus gelangt, je weitwinkliger euer Objektiv ist. Zum Start würde ich daher eher einen normalen Bildwinkel und Brennweite empfehlen und wenn ihr damit gut zurechtkommt, von dort aus in Richtung Weitwinkel oder Tele weiter vorarbeiten.
wobei ein Teleobjektiv natürlich auch sehr gut geeignet ist, um Details herauszuarbeiten und zu betonen. Kommen wir nun zum passenden Blickwinkel auf euren Aufbau. Vereinfacht kann man sagen, dass ein Blick von oben, also fast parallel zur Aufnahmeebene, einen eher reduzierten und grafischen sowie geordneten Eindruck erzeugt. Im Kontrast dazu führt ein flacherer Blickwinkel zu einem dynamischeren und perspektivischen Bildeindruck, wobei wir hier auch immer wieder aufpassen sollten, dass wir nicht zu schnell an die Grenzen unseres Aufbaus gelangen. Und das waren die 5 wichtigen Schritte, die euch gezeigt haben, wie man schnell und einfach zu einem Dark and Moody Foto gelangt. Du weißt jetzt, was du beachten solltest, welche Hilfsmittel dir helfen und wichtig sind und wie du Schritt für Schritt zu deinem perfekten Foto kommst. Und wenn du auch weiterhin sehr hilfreiche Tipps zum Thema Fotografie und Uhren erhalten willst, solltest du unbedingt diesen Kanal abonnieren und dir hier diese beiden Videos noch anschauen. Viel Spaß mit dem Ausprobieren und bis bald!